Hallo, ich grüße euch. Heute machen wir eine Satzspur. Hatte ich Lust drauf. Und zwar machen wir hier unten dunkelblau, habe ich preußisch blau und die obere Hälfte weiß und dann diese schönen bunten Farben. Also, wie gesagt, untere Hälfte habe ich preußisch blau angerührt. Ich möchte das so diagonal machen. Ja. Mal gucken. Ja. Aber zuerst muss ich was sagen. Guck mal hier. Oh, jetzt habe ich schon wieder versaut. Habe ich heute bekommen. Gabi Neitzel hat mir ein Überraschungspäckchen geschickt und hat mir die 3, ja, was sind das? Ich weiß nicht, wie man sie nennt. Aber ihr seht hier unten dieses runde Fionas Cups, um Fiona schöne Bilder zu machen. Also, im nächsten Video werde ich die probieren. Vielen lieben Dank, liebe Gabi. Ich habe mich riesig gefreut. Also, ich habe überhaupt nicht gerechnet. Nee. Super. Werden wir dann gleich testen im nächsten Video. So, jetzt fangen wir mal an. Machen wir erst weiß? Ja. So. Dann fangen wir mal an. So, auf die Seite gestellt. So, am Sonntag in 8 Tagen, am 2.8. findet Kunst im Garten statt. Meine Bilder ausgestellt. Verkauf, Kaffee und Kuchen. Und 10% des Erlös geht an die Kinderkrebshilfe in Mainz. Das heißt, ist es eine ungerade Zahl, werden wir das Ganze auch noch aufrunden. Würde mich freuen, schönes Wetter ist bestellt. Wer Lust und Zeit hat, in der Nähe ist herzlich eingeladen. So. Gerne schaut ihr auch mal auf meiner Homepage vorbei, www.luna-casa.de. Da findet ihr auch immer Termine zu Workshops, beziehungsweise ihr könnt mich auch anschreiben. Dann können wir auch gemeinsam vielleicht einen Termin finden. Das sind ja doch immer noch Fragen. Und auf Facebook schaut mal auf meinen Gruppen rein. Wir haben eine große, da sind alle Kunstrichtungen willkommen. Öl, Acryl, Aquarell. Das ist eine schöne, aktive, aber harmonische Gruppe. So, jetzt überlege ich gerade. Machen wir so. Ich bin mal gespannt mit diesem Blau hier. So. Ich liebe dieses Blau. Die Ränder machen wir wieder zum Schluss. Wenn noch was fehlt. So. Das Format, es ist doch was Großes. Das sind 30 x 60. 2 mal 30 x 60. Und XXL-Rahmen, das heißt 3 cm tief. So. Ich glaube, hier brauchen wir noch mal ein bisschen. Da geht noch was drauf.
Genau. Gehen wir gleich nochmal mit dem Torch drüber, haben wir ein paar Bläschen. Ja, das sagt sich so leicht. Den großen habe ich jetzt drüben. Nehmen wir den kleinen. Der tut es auch. Für die, die das noch nicht kennen, da geht es darum, die Luftbläschen rauszupusten, die sich gebildet haben beim Rühren. Was ist das denn? So. Man merkt durch die Hitze jetzt, die wir im Moment haben, dass das wieder unheimlich schnell am Trocknen ist. An manchen Stellen die Farbe tatsächlich und auch an den Rändern. So. Ich hätte ja eigentlich gerne, jetzt gucken wir mal, ob wir das noch hinkriegen, weiter oben noch gehabt. So. Wir fangen an. Gefolgt von Pink. Farben kommen wieder unten in die Infobox. Ich habe die dann auch alles, was geht, verlinkt. Da könnt ihr dann gerne immer schauen. Rosa. Es wird bunt. Grün. Das ist wieder dieses dunkle Chromoxidgrün. Nehmen wir gleich das helle noch. Das ist Mauve von Lukas. Das ist von DecoArt Extrem Sheen Saphir. Und hier kommt noch mal ein bisschen Pink. Und hier oben auch noch mal. Na, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Was machen wir denn da unten noch mal? Hier machen wir noch mal von diesem hellen Grün. So. Hier kommt noch mal ein bisschen von dem dunkleren Blau, weil wir ja jetzt mit dem Föhn verpusten. Und oben muss noch mal weiß. So. Ihr Lieben, es wird jetzt laut. Ich muss gerade mal gucken, ob ihr auch alles seht, so wie das da eingestellt ist. Ja.
Achtung, laut. Das ist Hammer. Wahnsinn, ich zeig's euch. Das sieht so schön aus in dem Blau. Und hier. Wahnsinn. Allein die Farben, die Formen, die vereinzelten Zellen hier. Sowas von verspielt.
Und hier unten, das sieht wirklich aus wie im Meer, im Ozean, tief unten. Wahnsinn, ne?